Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU20 und hier habe ich mich neu equipped. Ich bin durch mit dem LD soweit, ich habe alle Items gefunden. Mir fehlt noch eine Waffe für das komplette Set, und zwar die Geschickwaffe für Kunigunde. Ansonsten haben wir soweit alles. Möchte ich aber auch noch kriegen, weil wir brauchen noch definitiv orange Edelsteine. Die habe ich jetzt bisher noch gar nicht gefunden, leider. Ich habe jetzt halt die Steine genommen, die ich bekommen habe so. Und wer sich erinnern kann, das letzte Mal, als wir hier gepusht haben in den Dungeons, da standen wir hier vor 0,4% oder so in den Dungeons. Also wir haben wirklich nicht mehr viel machen können, oder 0,3 oder noch niedriger auf jeden Fall. Und jetzt haben wir uns neu equipped, ne, von Epic auf Legi-Items, neue Steine rein, alles neu verbessert. Und sind jetzt hier am Start mit neuen Equipment, und das hat uns jetzt ziemlich nach oben katapultiert, denn ich hatte jetzt gerade mal die Prozentchancen ausgerechnet und ja, wir haben hier einiges am Start. Hier kann man sogar runterscrollen, ne? Und ja, ich weiß nicht, ob wir das alles heute im Video hier abgearbeitet kriegen, aber ich werde mir das mal nebenbei aufbewahren und habe jetzt mir hier schon eine kleine Abhakliste gemacht für die erste Seite. Und mal gucken, wie viele Seiten wir davon hier heute wegstreichen können. Das ist so der Plan für heute. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Deswegen würde ich gar nicht lange rumschnacken hier. Wir gehen direkt rein. Ich glaube, wir haben alles soweit. Ausgangsstufe 245. Und mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ne? Deswegen fangen wir an mit Gegner Nummer 1. Und das ist Hulundor in Osteros. Ja, Osteros. Hier, so. 13. Stock wollte ich schon gerade. Nee. Warte mal, hier sind wir immer noch falsch. Hier ist Osteros. So, Hulundor, jetzt aber. Okay, First Try, 143 Millionen. Und genau, da haben wir schon mal das erste Item hier am Start, beziehungsweise den ersten Gegner down. So, die Legende spielt noch SF, grüß dich, moin moin. Jo, wir sind gerade in der Aufnahme für YouTube, deswegen, sind wir gerade hier im Modus drin. Märchenturm, lassen wir uns mal zum Schluss, oder? Ach komm, wir machen gleich die Märchenturm-Etagen mit hier. Wenn schon, denn schon, streichen wir gleich alles raus. Mal gucken. Die sind alle relativ easy hier. So, den nächsten gleich mitnehmen hier. Ja, 1300 Pilze haben wir am Start. Mal gucken. Wir haben, ja, das sollte für den Push eigentlich heute reichen. Aber ich glaube, wir müssen dann nochmal warten dann fürs nächste Mal. Okay, Märchenturm 79, da stehen wir jetzt davor. Gucken, wie viel Prozent er noch hat. 77. So, Sigi hatten wir auch, ne? Ja, Sigi hatten wir auch, und jetzt Märchenturm ist hier gar nicht mehr drauf. Ist gar nicht mehr drauf. Okay, der scheint wohl wieder ein bisschen schwieriger zu sein. Aber die haben wir soweit erstmal erledigt hier. Dann gehen wir mal in den Drachenhort hinein. Ja, also so ein neues Equipment macht schon einiges her auf jeden Fall. Man merkt deutlich den Unterschied, wo wir halt eben vorher wirklich fast gar nichts mehr erreicht haben, so in den Dungeons. Das kann auch alles weg. Ich habe hier viele coole Items durch den LD jetzt bekommen. Brauchen wir alles nicht hier. Wo wir vorher gar keine Chancen hatten, sieht es jetzt richtig gut aus. Und jetzt haben wir mehrere Seiten, die wir erledigen können hier. So, untotes Echsenfossil. Den nehmen wir als nächstes mit. Mal gucken, welche Stufe wir am Ende des Tages erreicht kriegen. Wirbelwind haben wir hier noch gar nicht aufgelistet. So, Osteros als nächstes. Da haben wir noch den nächsten Gegner hier, Drogo. Auch First Try. Gibt auch gut XP. Zack, als nächstes Smaragdschuppentaler in der Schattenwelt. Gehen wir hier rein. Let's go. So. Zack, 248. Nächster Gegner erledigt. Dann haben wir, oh mein Gott, Drache des Gifts 73%. Also wenn der nicht First Try ist hier, ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Okay, und der 10 von 10. ist hier noch nicht drauf auf der ersten Seite. Machen wir erstmal bei Hemoridor weiter. Ich mache das wirklich jetzt so chronologisch, dass wir hier die Liste hier abgearbeitet kriegen. Bisher haben wir noch keine Probleme, aber bisher sind die Prozent auch wirklich sehr gut. Und so schnell haben wir die erste Seite hier fertig. So, dann Trolltrio war der letzte. Dann gehen wir mal direkt weiter auf Seite 2. So.
Screenshot ich mir mal raus. Zack. Und da haben wir die neue Seite. Okay, den hatten wir jetzt gerade. Dann machen wir weiter im Smaragdschuppen Taler. Der ist auch noch easy. Ja, sehr schön. Und damit haben wir den nächsten Dungeon besiegen können. So, Drachenhort. Ja, die Items können eigentlich auch alle weg. Die können alle weg. Die brauchen wir nicht. So, Drachenhort als nächstes haben wir hier Shenlong. Der gibt uns auch wieder ein Epic. Ich habe jetzt nicht mehr gesehen, was der für Prozente auf dem, ja, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, wie viel Prozent der hat. Aber eigentlich sollte der auch relativ easy gehen, ne? Mittlerweile habe ich ja auch das ein oder andere Dämonenportal legen können. Der ist aber dann noch ein bisschen schwieriger. 7,33%? Da merke ich nichts von. Okay, nice, das ist aber down. So, kranker Baum als nächstes. 13. Stock, das ist halt hier interessant, ne? Die geben richtig XP, die Teile. Aber da müssen wir erstmal hin. Ich verskill mal zwischendurch ein bisschen Gold. Wir sind also jetzt auf 50% Glück, was auch ganz nice ist. Ab in den Kessel damit. Der kranke Baum als nächstes. Und dann müssten wir mal wieder gucken, dass wir ein paar Dungeons vielleicht demnächst dann auch bald freischalten, wenn hier der nächste auch, wenn wir da bis zum 5. gekommen sind. Und dann sind wir schon 249, ja, es geht schnell. So, kranker Baum, nächster Gegner. Und ich glaube, der nächstgrößere Boost wird dann der sein. Nice, hier haben wir noch eine Waffe. Ah, die hat keinen Verkaufswert mehr. Weil, ja, ich hatte gerade geguckt wegen, stimmt, die aus der Schattenwelt kriegen ja keinen Verkaufswert, die kannst du ja nicht durchspülen. Wir brauchen immer noch ein Epic hier, damit wir ein durchspielbares Epic, damit wir die Dings bekommen. Die Waffe, die legendäre von der Kunigunde. So, weg damit. Grüner Gremlin als nächstes. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ich glaube, der nächstgrößere Boost wird dann kommen, wenn wir die Lechy-Steine bekommen. Ich glaube, da wird es nochmal reinknallen. Ich werde mal gucken, ob ich nächstes Wochenende vielleicht den ein oder anderen Skip, 250 by the way, den ein oder anderen Skip bekomme in der Mine. Und vielleicht haben wir bis dahin auch schon das fehlende Item noch. Und vielleicht kriegen wir ja ein paar orange Steine zusammen. Ich glaube, nächstes Wochenende müsste auch wieder Fest der Festung sein, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube eventuell ja. Ich denke mal schon. Es sind ja immer viele Events aktiv zum Legendary Dungeon. Deswegen, ja, muss ich nochmal gucken, aber das wäre auf jeden Fall gut. Dann können wir da nochmal versuchen, ein paar orange Steine zu holen. Die Chance ist natürlich relativ gering, weil wir noch nicht sehr viele Items haben. Das ist ja jetzt erst der erste LD auf dem Server hier, deswegen, ja, uns sind auch nur, es ist halt ein 12er-Set und kein 24er. Deswegen haben wir da nicht allzu viel, was wir da uns rausholen können an orangen Steinen. Die werden echt selten kommen auf jeden Fall. Ja, aber wir versuchen einfach unser Bestes zu geben. Das ist sowieso das, ja, das Ziel auf dem Server, sag ich mal. So ein bisschen Dungeons pushen, da lege ich Wert drauf halt. Ansonsten spiele ich ja jetzt hier nicht langfristig. Okay, haben wir den auch down, haben wir fast 2 Level-Ups gemacht. 13. Stock, das ist immer sehr gut. Jetzt haben wir noch den nächsten hier. Drachenhort mit 2,6%. Ansonsten Märchenturm. Ja, der Rattenfänger, da haben wir uns gerade aufgehalten, der hatte aber auch schon ein paar weniger Prozent gehabt als die Gegner, die wir davor im Märchenturm gelegt haben. Ja, und dann haben wir doch hier schon mal einen schönen kleinen Push am Start. Die gingen ja auch alle bisher relativ easy, aber jetzt kommen so langsam die Gegner, die schon ein bisschen, ja, ein bisschen schwieriger sind. 2% ist immer noch nicht schlecht, kann man immer noch mal so mitnehmen, aber man merkt dann doch schon, dass das nochmal dann was anderes ist als die Gegner davor. Okay, so, Neujahrsdrache, ja, den machen wir gleich hinterher. Der hat ja ähnliche Chancen, den nehmen wir gleich als nächstes mit. Und dann ansonsten gucken wir mal noch in den Wirbelwind rein, was da noch nachher noch so geht. So, jetzt haben wir wieder Märchenturm ein bisschen. Ja, das ist gar nicht so schlimm, dass wir jetzt unter der Woche in den Wirbelwind reingehen, weil der Server ist noch zu neu. Wir haben hier noch nicht alle Verzauberungen bei der Hexe frei, dementsprechend gibt es hier auch gar kein Hexen-Event am Wochenende, also von daher ist theoretisch eigentlich egal, wann wir da reingehen. So, und der 80. Gegner hier im Märchenturm auch down. Und damit haben wir Seite Nummer 2
erledigt, ja. Und dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Das jetzt schon ein bisschen schwieriger wird hier. Ich screenshotte mir mal die nächste Seite und ja, wir kriegen auf jeden Fall alle Leute hier hin, die ich mir jetzt vorgenommen habe. Hier unten, die try ich nachher nicht mehr, finde ich nachher nicht mehr worth, muss ich sagen. Aber ja, die vielleicht noch hier, ist hier noch irgendeiner, 13. Stock. Ja, der ist halt attraktiv wegen der XP, 0,5% können wir vielleicht ein bisschen tryen. Aber erstmal versuchen wir mal noch die Easy-Gegner hier zu legen. Kranker Baum in der Schattenwelt. Nehmen wir den erstmal noch mit. Ja, und dann können wir versuchen, Hannes zu legen. Aber der wird natürlich ein bisschen schwierig werden dann, ne? Märchenturm hätten wir jetzt noch. Mal gucken, wie sieht der Chat aus. Ja, gut. Ich dachte, wir haben schon ein bisschen mehr weggespammt. Aber die Märchenturm-Gegner, ich glaube, die fangen jetzt ab 80 an oder so, jetzt, dass jetzt jeder im Chat erscheint, ne? Ich dachte jetzt, wir haben hier noch jeden... Ja, okay, ab 80 fängt er an, dass hier jeder Märchenturm-Gegner erscheint im Chat. So, dann haben wir den noch down. Heimdall als nächstes. Warte mal, wo war der jetzt nochmal? Nordische Götter, nordische Götter. So, hier ist nachher die Ratio, beziehungsweise das Pilz-Reward-Verhältnis zur XP nachher nicht mehr so hoch, weil Prozente gehen jetzt schon ziemlich arg runter und die geben leider nicht so viel XP. Besiegen würde ich ihn natürlich trotzdem gerne wollen, aber ja, das steht nachher nicht mehr ganz so doll im Verhältnis, finde ich. Da würde ich lieber nochmal, glaube ich, den 13. Stock einfach probieren. Der hat zwar 0,48, das war deutlich weniger natürlich als er hier, aber er bringt halt deutlich, deutlich mehr XP, falls er liegen sollte halt, ne? Ja, das wäre natürlich nochmal so ein schöner Boost, sag ich mal so. Deswegen, ja, wir wollten ja aber auch noch in den Wirbelwind auch noch eventuell rein. Können wir auch sonst mal gucken, was da kurz so geht. Ich denke mal, da sollten wir auch die ein oder andere Etage mitnehmen können hier. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht nicht schlecht aus. Und da haben wir auch das nächste Level up drin. Sehr schön. Mal gucken, wie lange wir hier brauchen, bis es nicht mehr weitergeht. Leider nicht so viele Items hier bekommen für die Hexe. Aber man kann hier alles haben. Ja, dann gucken wir mal, wann wir hier beim Wirbelwind an eine Etage kommen, wo es jetzt nicht mehr ganz so easy weitergeht. Die Pilze schwinden auf jeden Fall, das geht dann auch immer so mit einher. Es geht noch klar. Hier können wir vielleicht noch so 1 oder 2 Level mitnehmen insgesamt durch die Wirbelwind-Etagen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht zum krönenden Abschluss der Folge noch Hannes irgendwie noch besiegen können. Weil ich sage euch, von den Gegnern jetzt hier, ja, würde ich jetzt erstmal nicht mehr weiter Leute tryen, weil hier, die geben alle nicht wirklich viel XP so. Für das, was sie halt an Prozente haben. Ihn kann man noch tryen so mit 1,5, aber bringt auch nicht viel XP. Hannes, ja, hat zwar auch nicht viel Chancen, aber der bringt wenigstens gut XP. Also der würde uns wahrscheinlich so auf, ja, 255 oder so befördern. Deswegen, das würde sich dann wiederum schon lohnen, falls der liegen sollte. Gucken wir mal. Dann machen wir erstmal ein bisschen Wirbelwind noch. Noch gehen die Etagen hier ja einigermaßen klar. 54. Ja, dann schafft er uns easy auf 55. Wenn nicht sogar schon Richtung 56 dann bald. Je nachdem, wie viel XP wir jetzt hier noch mitnehmen. Sieht aber ganz gut aus. Haben wir ein paar Etagen geschafft hier auch. Jo. Im Chat geht es auf jeden Fall ganz gut ab für die 10 Minuten oder was weiß ich, wo ich jetzt hier am Start bin. Ja, hat sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen rentiert, dass wir hier ein bisschen in den Leggy Dungeon reingegangen sind. Wie gesagt, ich hätte gerne noch die Edelsteine dazu gehabt, die passenden orangen großen Steine. Dann wäre es nochmal heftiger ausgefallen so vom Push her. Aber ich denke mal so jetzt auch ohne haben wir auch schon ganz gute Level gemacht und ja. Das ist definitiv nicht verkehrt. Und dadurch, dass wir jetzt halt höher sind vom Level, kriegen wir auch im Umkehrschluss wiederum bessere Steine. So. Kriegen wir noch 255 zusammen. Jetzt wird es langsam hier knackiger auf jeden Fall im Wirbelwind. Ja. Ja, nee, würde ich jetzt erstmal hier aufhören. Muss man nicht auf Krampf noch weiter reingehen. So. Noch ein bisschen Stärke. Zack. Okay. Und dann gucken wir mal, ob jetzt zum Abschluss der Folge vielleicht noch Hannes liegt. Wie gesagt, der hat halt
0,48. Ja, mal gucken, vielleicht haben wir Glück, dass der einzige, der noch so liegen könnte, der uns richtig viel XP bringt. Wir geben ihm einfach mal ein paar Tries. Wenn er fällt, dann fällt er, wenn nicht, dann halt eben nicht. Der war richtig knapp gewesen gerade, ne? Holy shit. Jo, aber der würde uns, der würde nochmal gut scheppern auf jeden Fall. Ich gehe mal jetzt heute bis, sagen wir mal, ich gebe ihm Zeit bis 500 Pilze. Ja, also bis ich oben links 500 Pilze zu... Okay, alles klar. Ah ja, moin, da liegt er einfach jetzt schon. Da kann ich ihn hier rausstreichen. Das ist ein sehr geiles Gefühl. 256. Ja, sehr schön. Schönen Sprung gemacht hier. Gucken wir uns den Kampf nochmal an. Und das war doch eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Folge hier auf EU20 mit dem neuen Leggy-Equipment. Ja, jetzt das nächste Ziel ist auf jeden Fall dann auf nächstes Wochenende ein bisschen sparen, dass wir da dann orange Edelsteine bekommen dann vielleicht und uns damit dann hier den Weg weiter nach vorne erkämpfen können. Das gibt uns dann den nächsten Boost. Holy shit, guckt euch da mal den Fight an hier. Alter, wir haben uns einfach komplett gegengehealt gerade, ne? Alter, wie viele Heals waren das denn bitte schön? Alter, fast wieder Full Life. Junge, was ein Kampf. Warte mal, muss ich mir nochmal reinziehen. Wie viele Heals haben wir denn gemacht hier? Wann setzt er denn jetzt ein? Jetzt gleich, ne? Müsste der reinsetzen. So. Einmal. Okay, wieder geswitcht auf Damage. Das dann danach jetzt, ne? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Okay, 8 Heals hintereinander. Das ist krass. Und hier auch nochmal ein Heal. Das ist dann noch ein 9. Heal. Ich glaube, am Anfang haben wir uns auch nochmal gehealt. Das waren viele Heals auf jeden Fall. Ja, Freunde der Sonne. Das war doch eine kurze, knackige, sehr erfolgreiche Dungeon-Push-Folge hier, würde ich mal meinen. Ne? Jetzt gucken wir das nächste Mal dann, wie es weitergeht. Müssen auch definitiv dann in der Schattenwelt dann den nächsten Dungeon hier freischalten durch die Mine. Aber das werden wir auch machen, wenn wir uns die Steine holen dann. Da kriegen wir bestimmt einen Schlüssel dann für den nächsten Dungeon. Und das war es dann erstmal soweit von mir. Ja, wir haben hier gepusht von, welche Stufe waren wir? 245, ne? 245 auf 256 in kürzester Zeit. Ne? Bisschen Märchenturm auch noch mitgenommen. Und ja, bin ich zufrieden, auf jeden Fall. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.